Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von unseren Emoto Basics. Ich hoffe, ihr habt fleißig gelernt, sodass ihr die Heue A bis H schon einigermaßen halb und ganz drauf habt. Wir wollen uns heute mit dem sogenannten 16-Heue-Drill nach Joachim Meyer beschäftigen. Dazu erinnern wir uns nochmal hier an das Hau-Diagramm mit den 8 Haulinien A bis H. Diese Haulinien stellen eigentlich den Kern der gesamten Fechtkunst dar. Wir nennen das bei uns immer das Meyer-Diagramm und wir haben da die zwei wichtigsten Linien A bis H und G bis C, denn die teilen einmal den menschlichen Körper senkrecht und waagerecht in die 4 Blößen, die wir in der Fechtkunst nutzen. Da haben wir oben die Blöße Ochs links und rechts und unten die Blößen Flug links und rechts. Das ist immer wichtig, wenn wir uns in Fachsprache zwischen Schüler und Lehrer oder untereinander unterhalten, um das zu verstehen. Joachim Meyer hat jetzt ein System in seinem Fechtbuch, was sich damit beschäftigt, diese 4 Blößen systematisch anzugreifen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier das alte Bild mal und ich habe das mal in eine neue Grafik farblich gepasst. Da sehen wir, dass wir versuchen, mit 4 Heue-Kombinationen jeweils eine Blöße nach der anderen anzugreifen. Grün haben wir außen die erste 4er-Haufolge. Da greifen wir quasi mit einem rechten Zornhau zuerst an. Wir greifen also die obere linke Blöße des Gegners zuerst an. In der zweiten Haukombination würde man dann die untere linke Blöße des Gegners angreifen und dann auf der anderen Seite ebenfalls von oben nach unten. Schauen wir uns die erste, also die grüne Meyer-Haufolge mal an. Wir starten hier mit dem rechten Zornhau, also die Linie B nach F. Wir machen hier übrigens immer ganze Heue. Und dann hauen wir auf derselben Linie wieder zurück von F nach B. Dann haben wir die Linie quasi einmal in beide Richtungen abgearbeitet. Jetzt stehen wir in der oberen rechten Blöße, also im Ochs. Und von da aus müssen wir dann den rechten Unterhau von D nach H hauen. Das ist wichtig, um die Grundstruktur zu verstehen. Wenn wir eine Linie abgearbeitet haben mit 2 Heulen, dort wo das Schwert endet, fangen wir die nächste Linie an. Jetzt hauen wir mit dem 4. Hau die zweite Linie im Kreuz auch wieder zurück, von H nach D, und dann haben wir die erste 4er-Kombination auch schon geschafft. Ja, jetzt haben wir natürlich 3 weitere Haukombinationen und ihr seht es hier, dass es in dem Kreuz in der Darstellung von außen nach innen geht. Das heißt, wir haben die erste Haufolge grün, die obere linke Blöße des Gegners, die zweite Haufolge schwarz, die untere linke Blöße des Gegners. Dann geht es auf der anderen Seite weiter. Die dritte Haufolge ist dann die obere rechte Blöße des Gegners und die 4. Haufolge ist dann die untere rechte Blöße des Gegners. Und das schöne System daran, was Meyer sich ausgedacht hat, ist, dass man, wenn man angreift, der Gegner natürlich versuchen wird, diesen Hau zu versetzen und dementsprechend die gegenüberliegende Blöße immer frei ist. Und das probiert man eigentlich hier darzustellen, sodass man eine schöne Angriffskombination trainieren kann, um immer die Blöße anzugreifen, die gerade frei ist. Ja, und jetzt wollen wir uns mal die Praxis dazu anschauen. Wir haben dazu bei mir an der Schule eine Form entwickelt, sodass das immer schön auch zu den Prüfungen abgefragt werden kann. Ordentlich mit Schwert ziehen, in die Fechtstellung gehen und dann die 16 Heue schön strukturiert eine Bahn vorwärts und wenn nötig dann auch rückwärts zu laufen und am Ende das Schwert wieder ordentlich zurückzustecken. Immer mit Angrüßen zu Beginn und Abgrüßen zum Ende, sodass der Prüfer sich in Ruhe und strukturiert das Lernergebnis des Schülers quasi anschauen kann. Okay, das war jetzt einmal die 16er Folge komplett und jetzt wollen wir das natürlich in die 4 Einzelfolgen einmal zerteilen. Schaut euch das Ganze mal an und wenn wir durch sind, dann melde ich mich wieder zu Wort.
So, jetzt haben wir alle 4 Viererhauffolgen einmal durch. Und schauen uns noch einmal die ganze an. Am Ende habe ich immer noch einen Twerhau mit dabei, der quasi den Abzug nach den 16 Heuen darstellen soll. Das kann man dann bei jeder einzelnen Form auch nochmal explizit mit reinnehmen. Für jede Viererfolge eben einzeln. Jetzt möchte ich euch auch gerne nochmal zeigen, wie das Ganze mit dem langen Schwert aussieht. Ihr werdet sehen, dass die Beinarbeit sich hier natürlich stark unterscheidet, weil wir hier immer im Zufechten probieren, mit dem linken Hau und dem rechten Hau auch synchron die entsprechende Seite, also auch das Bein mit vorzunehmen. Auch hier wieder der Twerhau am Ende zum Abzug. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video wieder etwas weiterhelfen. Seid fleißig, übt schön und bis bald.